Hast du manchmal das Problem, dass Fisch beim Kochen schnell trocken wird? Nicht mit diesem Rezept. Ich zeige dir heute ein super einfaches Fischrezept aus dem Ofen, bei dem der Fisch immer schön saftig und zart bleibt. Perfekt für Ostern oder einfach, wenn du etwas Leichtes kochen möchtest. Der Fisch wird unglaublich zart, weil wir ihn im Backpapier garen, zusammen mit Zitrone und frischen Kräutern. Du brauchst nur wenige Zutaten und hast trotzdem ein schönes, elegantes Gericht. Ich nehme heute Kabeljau, aber du kannst auch jeden anderen weißen Fisch nehmen. Bei Wildfangfisch wichtig auf das blaue MSC-Siegel achten. Den Tiefkühlfisch am besten im Kühlschrank auftauen lassen oder, wenn es schnell gehen muss, dann im lauwarmen Wasser auftauen lassen. Und während der Fisch auftaut, können wir schon mit den Vorbereitungen weitermachen. Ihr Lieben, manche von euch wissen schon, dass ich seit mehreren Jahren mit der Organisation MSC zusammenarbeite und jetzt zum Ostern finde ich es ganz wichtig, über das Thema Fischkonsum zu sprechen. Viele fragen sich, kann man eigentlich noch guten Gewissen Fisch essen und worauf sollte man achten? Darüber sprechen wir heute ganz entspannt nebenbei, während wir den Fisch zubereiten. Jetzt ist der Fisch aufgetaut und wir können schon den Backofen vorheizen auf 200 Grad Ober-Unterhitze und jetzt werden wir noch den Fisch aus der Verpackung holen und abtupfen. So, und dann brauchen wir noch Backpapier. Also wir werden aus dem Backpapier so eine Tüte machen und den Fisch in dieser Tüte backen. Dadurch wird der Fisch richtig schön saftig und zart. Also ich werde beide Filets in eine Tüte machen. Dafür einfach schauen, dass die Filets da drauf so passen. Und dann brauchen wir noch doppelte Menge an Backpapier. Die Filets legen wir mittig auf dem Backpapier. Dann etwas Olivenöl mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Und zum Schluss noch ganz viel frischen Dill und Petersilie. Das klingt super simpel, aber genau das macht das Rezept so gut. Und jetzt werden wir daraus ein Päckchen machen. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, woher kommt eigentlich der Fisch, den wir hier im Supermarkt kaufen. Tatsächlich kommt der Großteil, rund 90%, gar nicht aus Deutschland, sondern wird aus der ganzen Welt importiert. Und genau deshalb finde ich es so wichtig, dass man beim Kauf eine Orientierung hat. Dabei kann dir das blaue MSC-Siegel helfen. Hier wird in einem unabhängigen Verfahren geprüft, ob der Fisch aus umweltverträglichen Fang stammt. Der Päckchen ist jetzt fertig und den lege ich auf das Backblech. Dadurch, dass wir den Fisch in dem Päckchen zubereiten, wird er richtig saftig und zart und nimmt perfekt die Aromen von Kräutern und Zitrone auf. Und jetzt den Fisch bei 200 Grad 15 bis 20 Minuten garen lassen. Während der Fisch in Ofen gart, werde ich noch aus den Kartoffeln einen cremigen Stampf zubereiten und die Karotten karamellisieren. Ihr Lieben, die Frage, die ich von euch auch sehr oft zugestellt bekomme, ist, kann man überhaupt noch Fisch essen? Ja, aber bewusst im Maßen und möglichst aus umweltverträglicher Fischerei. Grundsätzlich hat Fisch im Vergleich zu vielen anderen tierischen Proteinquellen sogar eine relativ gute Klimabilanz. Aber, und das ist wichtig, Fischkonsum ist nicht automatisch nachhaltig. Nicht umweltverträgliche Fischerei kann erhebliche Umweltschäden verursachen. Deshalb kommt es wirklich darauf an, gezielt die Produkte aus umweltverträglicher, zertifizierter Fischereien zu kaufen mit MSC-Siegel.
Ihr Lieben, und jetzt zum spannendsten Teil. Also der Fisch ist fertig und wir können ihn aus dem Ofen holen. Ich werde ihn jetzt etwa 5 Minuten kühlen lassen und danach kann man schon servieren. Das kannst du übrigens super vorbereiten. Einfach die Päckchen fertig machen, in den Kühlschrank legen und später nur noch in den Ofen schieben. Perfekt, wenn die Gäste kommen oder zu Ostern. Und so kannst du dir auch etwas Zeit sparen und den Fisch richtig schön saftig, frisch und zart servieren. Gerade zu Ostern ist Fisch für viele ein Klassiker und ich finde, es ist eine schöne Gelegenheit, mal etwas Neues auszuprobieren. Es müssen nicht immer die gleichen Fischarten sein, es gibt sehr viele tolle Alternativen. Wichtig ist, dass du beim Fischkauf auf eine zertifizierte, umweltverträgliche Herkunft achtest mit dem MSC-Siegel. Vielleicht hast du schon das blaue MSC-Siegel gesehen. Damit wird geprüft, dass die Fangmethoden so eingesetzt werden, dass die Meeresumwelt möglichst wenig belastet wird und die Fischbestände verantwortungsvoll genutzt werden. Die Bewertung erfolgt nach festen Kriterien und wird von unabhängigen Expertinnen und Experten durchgeführt. Und genau das macht das Siegel so glaubwürdig. In Finnland ist Fisch ein fester Bestandteil von Feiertagen und zu Ostern gehört er auch bei uns immer dazu. Dabei legen wir viel Wert auf Umwelt und Nachhaltigkeit und genau deswegen ist dieses Thema für mich persönlich auch sehr wichtig. Ich hoffe, du fandest die Infos hilfreich und könntest vielleicht etwas Neues mitnehmen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du mich gerne in den Kommentaren anschreiben. Und jetzt bin ich gespannt, wie sieht es bei euch aus? Gehört Fisch bei euch auch zu Ostern dazu? Wenn dir mein einfaches, aber sehr aromatisches Fischrezept gefallen hat, probier es mal aus und schreib mir gerne, wie es dir geschmeckt hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen und hyvää pääsiäistä, frohe Ostern, tschüss!